Und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar seht ihr es wahrscheinlich jetzt gerade oder schon im Hintergrund, dass es mal wieder ein kleiner, unausgeglichener Kampf heute wird. Nämlich ein 3 vs 2 auf der schönen Map Dogfight. Ich hatte zwar eigentlich erst eine andere Karte im Sinn, aber ja, da gibt es ein paar Sachen, die kann ich euch dann in-game erzählen. Heute kämpfen der Safar und der König Ludwig gegen das Schwein, die Emira und den Falken quasi. Ne? Hatten wir ja schon mal mit Ratte und Richard quasi, aber heute mit Emira und Falke ist, denke ich, ein ganz gutes Matchup in, eigentlich Stufe 7 insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, gegen eine Stufe 7 KI, beziehungsweise ein Stufe 7 Team. No, meine Freunde. Ich habe ein bisschen was gebastelt und, was heißt gebastelt, aber dann würde ich nicht so lange hier rumschnacken. Wir gehen rein mit 4000 Yard auf Dogfight und wir sehen uns gleich wieder. Ich weiß vor allem gar nicht, warum ich immer sage, wir sehen uns gleich wieder, weil ihr seht mich ja nicht. Ich habe ja keine Facecam oder sowas. Und ja, aber so, jetzt ist natürlich richtig. Ich hatte das gerade gemerkt, dass die Teams gar nicht als Teams eingestellt worden sind, sondern dass quasi ein Free-for-All war. Hatte ich nämlich gerade gemerkt, dass hier der Safar den König Ludwig hier abgeknallt hatte. Und das ist ja natürlich nicht so sinnvoll, ne? Deswegen, ja, jetzt stimmen die Teams. Der Safar hat jetzt auch seine letzte Burg bekommen, seine Burg 8. Da werde ich drauf eingehen, wenn er die ausgebaut hat. Und der Falke hat seine 5. Burg jetzt schon. Ich wollte eigentlich auch nochmal einen KI-Kampf mit dem Nordian machen. Beim Nordian hatte jemand mal unter dem letzten Video, als ich den mit im Team, mit im Video hatte, drunter geschrieben. Das war übrigens ein übelst langer Text. Vielen Dank dafür erstmal. Also, dass man sich überhaupt so viel Mühe macht, so einen übelsten Text zu schreiben. Also hätte ich persönlich eigentlich gar keine Lust zu. Aber, also ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr löblich, muss ich sagen. Und ja, der gute Fratz, ich blende den Namen jetzt mal unten ein, weil ich ihn jetzt selber nicht mehr so wirklich aus dem Kopf weiß. Verzeiht mir da bitte. Aber er hatte gemeint, dass man ja den Nordian so ein bisschen anpassen könnte auf die Größe quasi von den Karten, nicht ganz so ausufernd machen sollte und ja, dann mit Bier, glaube ich, und ohne Brot. Also statt Brotduktion eine Bierduktion, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, deswegen, der Falke kommt hier schon raus und greift hier den König Ludwig an. Der wird schlechter gewertet als der Safar, auch interessant, weil er natürlich die Schwertkämpfe hat. Aber ja, die meckerischen Angriffe vom Falke sollten hier nichts machen. Ja, auf jeden Fall lasse ich jetzt, denke ich, doch den Nordian bestehen. Er kriegt auf jeden Fall noch ein paar... Was heißt ein paar? Er kriegt auf jeden Fall eine Überarbeitung, was das Bild angeht, was den Namen angeht. Also ein richtiger Namen halt. Und dann auf jeden Fall noch neue Burgen. Ich werde die Burgen auch nicht mehr so groß bauen, sondern mehr so kleiner bauen. Also hier die Burg der Emira sieht ja jetzt auch nicht so groß aus wie die vom Safar, die letzte. Vielleicht auch ein bisschen auf so viel Burggraben verzichten und Burggraben und Mauer passt schon, denke ich, zueinander, aber nicht mehr so viel, weil er braucht ja auch Ewigkeiten, um den auszuheben. Und er hat ja jetzt nicht allzu viele Buddeltruppen, deswegen, ja. Burg vom Safar ist ja schon fast fertig. Die Burg vom Falke ist schon fertig, deswegen gehen wir da jetzt mal drauf.
Ich denke, hier sollte erstmal nichts weiter passieren. Und ich erzähle euch mal ganz fix was Kleines zu der kleinen Burg vom Falke. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist die kleinste Burg, die ich ihm gebaut habe. Weil ich ja einfach so ein bisschen mal Varianz reinbringen wollte. Die anderen hatten ja immer die meiste Wirtschaft innerhalb der Burg. Jetzt ist die meiste Wirtschaft außerhalb der Burg. Nur die Waffenkammern und der Kornspeicher sind in der Burg drinnen. Ja, dann hat er hier wieder die Tower 1 Türme auf jeden Fall. Greift hier irgendjemand an? Nö, das sind bloß... Ist das ein Angriff hier? Ja, das ist ein Angriff. Oder ist es ein Angriff? Das sieht so mickrig aus. Ja, das ist ein Angriff auf den Falke, aber gut. So wenig Truppen sollte jetzt noch nicht so schlimm sein. Und ja, hat hier vorne 2 Torhäuser, ein großes und ein kleines, jeweils mit Zugbrücke. Alle anderen Burgen haben keinen Burggraben und auch keine Zugbrücke. Und ansonsten, dadurch er hier so wenig Türme hat und die Burg so klein ist, sind die ganzen Verteidiger relativ konzentriert auf dem Fleck und so können auch die hinteren Bogenschützen quasi mit auf die Angreifer schießen und somit unterstützen halt, ne? Weil sonst schießen die, guckt hier an, ja, genau, ihr seht's. Gut, alles klar. Ja, ansonsten, na, wieder eine gute Wirtschaft für den Falken. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den ein Haus wegnehmen soll und ein bisschen hier Außenwirtschaft. Weiß ich noch nicht. Werde ich mal in dem KI-Kampf hier gucken, wie viel Gold der da produziert. König Ludwig hier mit seiner Burg 7 oder 6, glaube ich, ist es. Also eine relativ starke Burg, wo die Front ganz schön geschützt ist an sich. Und ja, der Angriff hier, dadurch er ja Haufen des Slinger hat, der Falke hier ist natürlich dann relativ gut geschützt, zumindest jetzt noch. Ne? Ich spiele hier wieder mit der New Balance Mod vom Nevikov, weil ich das einfach gut finde, dass solche Sachen wie Slinger, wie Speerträger, wie arabische Schwertkämpfer und so weiter ein bisschen gebufft wurden, weil die sind im Originalspiel schon sehr, sehr schwach. Vor allem die arabischen Schwertkämpfer, meiner Meinung nach, die haben ja gefühlt nichts ausgehalten, vor allem keine Armbrustschützen. Und ja, genau, ne, also müsste, denke ich, dann trotzdem gut sein. Ist ja, denke ich, auch ein ganz guter Kontrast zwischen einer bösen KI und einer guten KI. Hier natürlich wieder Feuerverteidigung am Start, ist klar. Könnt ihr auch gleich mal die Verteidigung von der letzten Burg von Zafar sehen. Und ich erzähle euch dann nach dem Angriff ein bisschen was zu der Burg. Ja, ist jetzt hier Geschichte. Wer greift denn jetzt noch an? Oha, das Schwein sammelt sich hier ein bisschen auf der Burg, auf seiner Burg drauf. Aber geht auf einen... Hä? Auf wen geht denn der? Ach, der Falke, Alter, Junge. Geht auf einen Zafar, komischerweise, okay. Warum man sich dann trotzdem hier so auf der Burg versammelt hat, das weiß ich nicht ganz so wirklich. Aber ja, das sollte jetzt hier nicht mehr allzu schwierig sein. König Ludwig braucht immer noch ein bisschen mit seinen Angriffstruppen. Naja, gut. So, ich erzähle euch jetzt erstmal was zu der Burg hier. Burg 8 von Zafar, somit seine letzte Burg, ist eine andere Burg ohne Burggraben. Also komplett ohne Burggraben, weil ja alle anderen Burgen haben ja entweder ein bisschen Burggraben oder sehr viel Burggraben. Die hat ja gar keinen Burggraben. Hat hier wieder 3 Tower 5 Türme in der Front mit 3
Mangen oben drauf. Das ist so sein Markenzeichen. Und ja, sein zweiter Ring quasi, also der hier außen, besteht nur aus einem niedrigen Wall. Hat dafür aber einen relativen dicken ersten Ring quasi. Also hier die Mauern sind an jeder Stelle relativ dick gehalten. Aber der zweite Ring halt dünn, na, damit es auch ein bisschen ausgeglichen ist und nicht komplett OP ist. Dann hat er wieder Feuerverteidigung, bildet natürlich relativ spät erst die Verteidiger aus, aber hier auf den Türmen stehen fast überall, na, ich glaube nicht überall auf den kleinen Türmen, aber hier auf dem vor allem, weil der ja direkt wieder so eine kleine Feuergasse vor dem Keep halt bildet, mit Feuerwehren besetzt. Hier steht schon einer, der schon fast tot ist, okay. Und ja, dann verteilt hier irgendwo. Na, auch wieder die Wirtschaft relativ ausgelagert. Das Wichtigste mit innen drinne. Mir fällt gerade auf, dass ich den Hackblock hier vergessen hat. Sein zweites Markenzeichen, dass er ja seine Bauern so tyrannisiert mit dem Hackblock und daran erinnert, na, wer aufmuckt, der kriegt eine Axt in den Nacken. Ja, hier sammeln sich. Was sind denn das überhaupt? Ich weiß nicht, was das hier sind. Auf jeden Fall, ja, relativ ausgelagerte Wirtschaft. Hat hier, glaube ich, ein Haus mehr als in dem normalen Layout quasi. Dadurch er hier auch 4 Schenken hat. Er hat ein paar mehr Bogenmachern. Also hier hat er, glaube ich, 5. Ja, hier hat er 5, stattdessen 4. Er hat ein paar mehr Bäckereien. Und er hat, glaube ich, 1 oder 2 mehr Brauereien. Wollte einfach so ein bisschen die Wirtschaft von der Burg ein bisschen ankurbeln. Wurde er trotzdem schon... Alter, Junge. Der feige Junge. Ja, trotzdem schon sehr gut aufgestellt ist mit seiner Wirtschaft, ne? Ja. Hier noch ein bisschen mit niedrigem Wall und hier vorne noch so ein bisschen so ein kleiner Fortsatz. Dann hier zwischen den Türmen quasi so ein Aufstieg mit auf jeder Seite so einer Treppe halt und hier unten dann, also wenn man glaube ich hier so guckt, ne, ist, ich habe gerade mit meiner Hand auf der auf dem Monitor gezeigt, alles klar. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall sollte das, denke ich, schon hinhauen. Die Mira kommt hier wieder raus. Das Schwein sammelt sich komischerweise wieder auf dem Turm hier vorne. Und geht trotzdem auf den Safar. Also das check ich nicht, warum der dann sich so dämlich sammelt. Was ist denn hier los? Okay. König Ludwig hat hier auch ein paar Probleme mit seinem Sammelverhalten, aber jetzt laufen sie los. Die Armbrustschützen sind jetzt nicht ganz so wichtig. Vom Safar. Ihr faulen, nutzlosen Leute, bemannt die Welle oder ich werde euch im Jenseits verfolgen. Oh, das sieht ja schon echt knapp aus für den Safar. Das könnte hier schon Geschichte sein für den guten Kerl. Eine Nachricht vom Safar. Wie kann man nur so nutzlos sein? Nun werde ich euch heimsuchen und mein Geist wird sich über euch legen. Eine Nachricht der Emira. Ich habe die Dinge selbst in die Hand genommen. Ein weiterer Feind fällt vor meinen Armeen. Das ging ja relativ schnell, also 1191. Gut, ich muss dazu sagen, die Torhäuser hier an den Seiten und in der Front sind nicht zweimal geschützt. Na? Also das ist bloß mit dem niedrigen Wall, der hier außen rumläuft. Und die Torhäuser sind halt eigentlich nackig. Da dann bloß nur ein bisschen Feuerverteidigung. Und dadurch ich dem halt eine bessere Wirtschaft gegeben habe, hat der dann auch eine etwas schlechtere Verteidigung bekommen, um das ein bisschen auszugleichen und somit halt die Planken
Torhäuser, sage ich jetzt einfach mal. Der König Ludwig, der hat hier... Alter, das Gold hier von den beiden. Vor allem von ihm her. Ach du Scheiße. Naja gut, ich will eigentlich noch ein Rematch machen und dann nämlich mit der Einstellung, Ja, mit der Einstellung, glaube ich, dass der Safar alle 8 Bogen bauen kann, also alle 8 Bogen in den Ordner halt reinfeuern, damit er halt aussuchen kann, welche Burg er denn bauen möchte. Wir gehen hier auf jeden Fall hoch, denn ich glaube, das Schwein scheint hier aber auch ein bisschen aufgehangen zu sein, oder? Sind es ja wegen seinen Armbrustschützen? 12.000? Ne, rekrutiert er hier hoch? Ja, er rekrutiert hoch. Also er rekrutiert Truppen, aber hat trotzdem noch 12.000. Falke. Weiß gar nicht, was der macht. Den habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt greift er an. Ja, jetzt, oder? Ne, das waren bloß seine Sorties, waren das. Okay. Oh. Eine Nachricht vom König Ludwig. Das ging ja wirklich sehr schnell. Alter. Jetzt hat auch das Schwein gerade aus... Jetzt wollte gerade das Schwein noch ausrücken. Das ging ja wirklich sehr fix. Eieiei. Das habe ich ja gar nicht gecheckt, dass es so schnell ging. Das Schwein hier mit negativen Angstfaktor, ne? Dahinter gleich die Emira. Okay. Dann König Ludwig hier am meisten Truppen ausgebildet. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, gut. Dann würde ich einfach mal sagen, ich bastel alle 8 Burgen in den Ordner rein, damit er da aussuchen kann, welche Burg er denn bauen möchte, der Safar. Und danach gibt es hier ein kleines Rematch, weil das ging mir einfach viel zu schnell. Na, deswegen bis gleich. So, da wäre ich wieder. Also wie gesagt, ich habe jetzt alle 8 Burgen in den AIV-Ordner für den Safar hier eingefügt. Und jetzt kann er halt selber entscheiden, welche von den 8 Burgen er bauen möchte. Und ja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen anschaulicher. Ich habe diesmal auch die Positionen von dem Safar und dem König Ludwig getauscht. Und wir gehen rein, schauen uns das an. Und ich hoffe einfach mal, dass die beiden jetzt ein bisschen länger überleben und die anderen sich nicht komplett aufhängen. Pause. Fortsetzen. Das wollte ich jetzt nicht drücken. Ich wollte das hier drücken. Gehen ja ein bisschen höher. Gucken mal, welche Burg der Safar hier baut. Das ist auf jeden Fall nicht Burg 8. Das ist eine Burg mit Burggraben, glaube ich. Könnte auch sein. Ist das seine allererste Burg? Mit diesem Turm hier? Das ist seine allererste Burg, okay. Wo er so übelst... Oder ist es das? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht. Mehr, ja doch, das ist die mit diesen angereihten Brauereien hier an der Seite. Das ist die allererste Burg, die ihr auch in dem Vorstellungsvideo schon mal gesehen habt, die noch ein bisschen sehr tanky ist, beziehungsweise habe ich die, glaube ich, schon genervt, ne? Irgendwie. Eine Nachricht vom König Ludwig. Meine treuen Soldaten steht mir bei. König Ludwig fühlt sich bedroht von den Sorties von der Emira, die sich aber wieder zurückziehen, weil es keine Angriffstruppen waren. Baut hier Burg 2. Die Burg vom Crusader Pilaf, die ich noch nicht überarbeitet habe, weil ich es ein bisschen vergessen hatte. Ich wollte die ja überarbeiten nochmal. Und die hier habe ich, denke ich... Ach man, das ist schon übelst lange her. Als ich die... Was ist denn hier mit den Schweinen los? Schweinchen, machst du hier mit? Ja, jetzt besetzt er seine Gebäude. Okay. Ja, keine Ahnung. So richtig, was da los war. Ja, wieder Sorties von Emira. Ja gut, alles klar. Also das ist seine allererste Burg hier vom Safar. Die er aber auch schon
Also ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, ob ich die schon angepasst hatte, weil die ja schon sehr tanky war. Aber ich dachte schon. Aber sicher bin ich mir dann nicht. Och, die ganzen Horse Archer rennen einfach in die Sorties vom Safar rein. Hier wieder Sorties von der Emira, die rausgeschickt werden, um ja wahrscheinlich Verteidiger abzumurksen oder so. Halten jetzt auch mehr Armbrustbolzen aus. Dadurch aber der König Ludwig hier mit positiven Angstfaktor arbeitet, ja, brauchen die trotzdem ein bisschen weniger, als wenn der mit neutralen Angstfaktor spielen würde. Ach so, stimmt, das war die. Ah ja, okay. Da fehlt, glaube ich, der Zugang hier zu dem Bums dort. Oder so. Also ich habe die auf jeden Fall schon überarbeitet, das wollte ich bloß wissen. Aber noch nicht komplett überarbeitet quasi. Safar kommt noch nicht raus, okay. Dann noch nicht. Alter, der Falke hat schon wieder eine Kohle. Das ist unglaublich. Das ist einfach so unfassbar, was der so an Wirtschaftsleistung hat. Das glaubt man einfach gar nicht. Hier die Pikiniere von der Emira mit positiven Angstfaktoren natürlich. Ist natürlich auch nicht ohne. Hier ist Schwein und der Falke mit Sortis im Nachhinein. Hier der Rambock vom Schweine ist natürlich wieder am Start. Aber ich weiß gar nicht, warum der Falke hier bildet der Truppen aus. 161. Er hat seine Sorties und er schickt die auch draußen rum. Aber irgendwie möchte er nicht Angriffstruppen ausbilden, oder? Er hat ja theoretisch alle Gebäude. Er hat die Baracken, hat den Söldnerposten hier. Er hat ja auch schon den ersten Angriff gefahren. Aber so richtig, ja, keine Ahnung. Hier fehlt immer noch ein Turm, ne? Also hier kommt eigentlich noch so ein Tower 5 rein. Aber den kriegt er nie aufgebaut, weil er, glaube ich, kein bisschen Stein reinkriegt. Der Gute. Hier ist die Feuerverteidigung ein bisschen perverser als bei der letzten Burg. Bei Burg 8. Aber ja, hier fehlt auf jeden Fall der Zugang zu dem Stück Mauer hier. Ansonsten sollte hier alles besetzbar sein. Besetzbar sein, auch geiles Wort. Mira kommt wieder raus gegen den König Ludwig hier. Ich glaube, die ist schon relativ gefährlich für den König Ludwig hier, weil die erstens hier, sind es Störballisten oder Belagerungsballisten? Ne, das waren Belagerungsballisten, okay. Aber weil die auch mit positiven Angstfaktor hantiert, könnte das schon sehr lustig werden. Was hier mit dem Falke los ist, also ich weiß es nicht. Warum der einfach keine... Ich gucke gleich mal, ob er überhaupt Bauern hat. Das wäre sehr, sehr geil, wenn er keine keine Häuser hat. Oder zu wenig Häuser. Gut, der Angriff ist ins Nichts gelaufen. Ja, er hat Bauern. Ja gut, alles klar. Sammelt jetzt halt unmenschlich viel Gold an, das ist klar. Auch das Schwein wieder. Das Schwein ist aber, glaube ich, wirtschaftlich sehr gut aufgestellt mit den sicheren Steinbrüchen hier. Der Safar hat ja gar keine Steinbrüche. Und was natürlich nicht sehr cool ist, jetzt hat auch sogar noch der König Ludwig hier die Steinbrüche mitgenommen. Ja, Safar hat ja, glaube ich, noch gar keinen Angriff gefahren und der Ludwig auch nicht. Aber was mit dem Falke los ist, keine Ahnung. Ich meine, gut, schlimm ist es jetzt in dem Sinne her nicht, weil er ja nicht so wirklich
entscheidend ist für den Kampf. Die Angriffe vom Falke prallen ja eh mehr oder weniger an beiden Bogen ab. Aber hier die... Puh, du Scheiße, das sind schon ordentlich Truppen. Schwein und Emira gehen jetzt hier auf den König Ludwig, was natürlich sehr, sehr unschön ist für den guten Kerl. Jetzt ist hier der Durchbruch. Wie viele Truppen hatten er? 245. Nicht viel. Ja, ich denke, das war's hier schon wieder. Alter. Alter. Steht auch relativ weit vorne. Eine Nachricht vom König Ludwig. Ich knie nun vor euch. Bitte verschont aber mein Volk. Eine Nachricht vom Schwein. Niemand von euch wird überleben. Ja, also das ist hier doch sehr, sehr eindeutig. Emira und Schwein performen hier einfach so gut zusammen. Mit positiven Angstfaktor, die arabischen und vor allem die Pikiniere, die dann die Armbrust schützen oder die Bolzen tanken. Kam jetzt ein Angriff? Hä? Und die Raids, guck mal, hier steht gar nichts. Der Safar hat nichts. Alter, das ist schon echt heftig. Das Schwein ist ja im Late Game extrem im Vorteil gegenüber dem Safar durch seine Raids, durch seine Kolbis da. Die kolben ja einfach alles weg, was nicht bei 3 auf dem Bogen ist. Und ja, die 2 haben hier einfach so ultra wenig Chancen gehabt, beziehungsweise gar keine Chance gehabt, da überhaupt irgendwas zu machen. Sind natürlich auch in der Unterzahl, ne? Aber ich dachte hier, König Ludwig tankt hier einfach besser. Aber ja, dadurch auch... die greifen auch immer als Doppelangriff an. Ne? Ihr faulen, nutzlosen Leute, bemannt die Welle oder ich werde euch im Jenseits verfolgen. Hat ja auch kaum Verteidiger, weil er auch gar kein Gold hat, um mal irgendwas zu machen. Er hat 111. Oh Mann, das ist schon richtig. Steht hier einfach so sehr unter Druck. Hier sind noch, wie viel sind es? 2, 5, 6 Bogenschützen vom Falke mit dabei. Ja, das Team ist hier einfach untergegangen. Jetzt kommt hier noch Feuer. Vielleicht ist das wirklich die letzte Verteidigung, aber die Kolbis hier, die schallern hier einfach rein. Ich weiß gar nicht, wo er steht. Ich sehe ihn gar nicht. Ach, hier. Wie kann man nur so nutzlos sein? Nun werde ich euch heimsuchen und mein Geist wird sich über euch legen. Ja, Schwein. Eine Nachricht vom Schwein. Niemand von euch wird überleben. Schwein kolbt hier einfach beide KIs weg und 1103. Es ist wirklich, wirklich erschreckend gut wie... Ach, habt ihr mal die ganze Panzerstaffel von Emira gesehen? Das war ja sowas von ultra perfekt. Und auch das Timing quasi von den 2 Angriffen. Weil wären die einzeln draufgegangen auf den König Ludwig, dann hätte der, glaube ich, die ganz easy, denke ich, weggetankt. Aber die positiven Angstfaktor-Pikiniere haben einfach das Leben, die tanken einfach die Bolzen und im Hintergrund dann die Kolbis vom Schwein. Das ist eine Kombo, das ist schon echt erstaunlich. Also Schwein und Emira sind, glaube ich, vermute ich, meiner Meinung nach, das best harmonierendste Team. Durch auch Emira die Konterkönigin ist. Und ja. Falke, warum Falke hier gar keine Angriffe gefahren hat, das ist mir wirklich ein Rätsel, weil er hatte ja alle Ausbildungslager. Er hatte Waffen, und er hat ja sogar einen Angriff, seinen allerersten Angriff hat er ja auch rausgebracht. Hier ganz gut beieinander hier die ganzen KIs.
Und der hat ja auch 1000 Truppen ausgebildet, aber ich glaube, das waren hauptsächlich dann Sortis da. Also was da los war, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber vielleicht ist es da zu eng an dem Keep, also an dem Pennerhof dran ist, dass die Gebäude da irgendwie die Ausbildung verhindern. Vielleicht muss da ein Feld oder eine Lücke halt sein, damit die, aber das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Aber ich weiß es jetzt nicht. Gut, er hat ja auch bei dem Angriff, bei dem Kampf gar nichts beigetragen eigentlich. Weil die Hauptarbeit haben ja Schwein und Emira gemacht. Somit war es eigentlich komplett irrelevant, ob der jetzt mit dabei war oder nicht. War halt einfach aus der Ferne, mit dem Fernglas stand er da und hat zugeschaut. Ja, aber dass die beiden, Emira und Schwein, so dominant sind und beide KIs, sowohl vor allem den Safar mit seiner Feuerverteidigung, hätte ich gedacht, das ist ein bisschen schwerer, den zu knacken, aber scheinbar dann doch nicht. König Ludwigburg 2 werde ich als nächstes überarbeiten, ja, dass die halt nicht mehr so symmetrisch ist. Ansonsten, ach so, ich habe es noch gar nicht gesagt, stimmt. Ich habe mit dem guten Sandro von dem Discord-Server Stronghold Crusader Germany gesprochen und auch so ein kleines Training schon mal gemacht. Er hat mir so ein paar Sachen gezeigt. Die machen ja, oder er macht mit 2 weiteren so Turniere für Spieler gegen andere Spieler. Und da hat er mich halt, oder da habe ich ja drauf geantwortet quasi und habe ja drauf Bock gehabt, da mitzumachen und will ja jetzt in der nächsten Zeit auch ein bisschen wieder selber aktiv werden, gegen KIs halt spielen und solche Sachen halt, oder vielleicht auch nochmal den Kreuzzug, obwohl ich den eigentlich nicht nochmal machen will, weil ich den ja schon mal gespielt hatte, aber er hatte dann, oder ich habe ihm vorgeschlagen, dass ich dann in den nächsten Turnieren, Mensch, die Kämpfe halt caste und dann so als Spectator so quasi drüber quatsche, es aufnehme und dann auf meinen YouTube-Kanal halt hochlade mit den als Werbungsdingens, ne? Also verlinkt unten drunter. Ich verlinke euch auch den Discord-Server jetzt schon mal unten drunter. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Und ja, ne? Ich denke, so kann man erstmal so ein bisschen Erfahrung sammeln. Vielleicht findet sich dann auch der ein oder andere dabei, wenn er mal sieht, wie das so abläuft. So ein Einsteigerturnier und so ein Profiturnier, was die so an den Start legen. Und so wie er das gestern schon gemacht hat, hat er schon echt viel Erfahrung da drin. Ne? Und was er da alles gebaut hat und wie schnell vor allem, ist schon echt heftig. Also, ne? Ja, na gut, ja, man weiß, glaube ich, was ich meine. Ansonsten, ja, ne, könnt ihr da ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Bock drauf hat. Ich werde mal dann irgendwann mal so ein Testvideo hochladen und mal gucken, wie euch das gefällt, wenn ich das selber spiele. Oder vielleicht, wenn ich mal so ein Turnier halt caste oder mitmache, je nachdem. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da. Auch wenn jetzt meine 2 KIs hier komplett untergegangen sind, hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, der Kampf. Mal komplett aufs Fressbrett bekommen, die 2. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt gesund, haut rein, habt ein schönes Wochenende. Heute ist Samstag und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüssi!